Willkommen zur Etappe 10. Es geht wieder in die Nacht hinein. Wir haben den zweiten Tag. Anfangs war ich doch recht allein, aber nachher, wenn es dunkel ist, rauschen wir wieder in großer Gruppe durch die Nacht. Es geht also von Ludiak nach Tintenjak. 85 Kilometer knapp, wieder gemäßigte Höhenmeter, also knapp 700. Ein schönes welliges Profil. Haben also Dienstag, 22. August, hatten einen schönen heißen Tag. Es ist immer noch wunderbar warm. Haben jetzt kurz vor 7 Uhr, sind insgesamt jetzt 47 Stunden unterwegs für 782 Kilometer. Hab hier über eine Stunde Pause gemacht. Hatte Suppe gegessen, die Banane, die ich mit hatte noch und eine kleine Cola getrunken. Nun geht's wieder über die Startmatten. Und für eine lange Zeit ging es erstmal so ein bisschen bergab, aber die Straße war recht leer und ich wollte nicht so recht jemanden finden, der so das Tempo fahren wollte, wie ich es gern wollte. Und so blieb ich doch eine Zeit lang allein auf der Straße. Bis ich dann diese beiden hier fand, die einigermaßen zügig fahren wollten. Und dann hier John Eves mit der F145. Er wird finishen mit 81 Stunden auf seinem Liegerad. Wieder so ein kleiner Verpflegungspunkt. Und weiter ging es durch Illifaut. Haben mittlerweile 8:30, 1 Stunde 45 gefahren für 40 Kilometer und sind bald an die 50 Stunden ran. Und jetzt bei Kilometer 835. Und weiter geht's in den Abend. Sonne steht schon ziemlich tief dann hinter uns im Rücken. Die Schatten werden immer länger. Kurz nach 9 Uhr. Dämmerung setzt ein und alle stellen sich hin und ziehen die Westen an. Machen die Lichter an. Ja, plötzlich stellten sich die Leute dann an den Wegesrand, kramten ihre Westen raus und zogen dann alle die Westen an. Und so ging es weiter. Sind jetzt in Saint-Maine-de-Grand, immer noch in der Bretagne. Haben jetzt 9:30, 2 Stunden 35 sind wir gefahren für 53 Kilometer und nun insgesamt bei 50 Stunden und haben 835 Kilometer geschafft. Und wieder mit so einem kleinen Fest hier im Ort. Die Leute, egal wo sie sind, stellen sich hin, applaudieren den Radfahrern. Also eine wirklich sehr schöne Geste. Und
Und das zieht sich durch die meisten Städte und Dörfer, durch die wir fahren. Wenn da Leute stehen, sie drehen sich um zu den Radfahrern und applaudieren ihnen. Wieder ein Liegerad. Geht jetzt ein bisschen bergauf. Immer noch in kleiner Gruppe, wir wechseln uns zu dritt ab. Aber man merkt, die Dichte der Radfahrer wird wieder irgendwie gefühlt höher. Und irgendwann ist es dann soweit, da trifft man dann einen riesen Bulk Radfahrer und dann fährt man mit denen mit. Sind jetzt in Quedilec. Immer noch in der Bretagne. Hier ist wieder so ein größerer Verpflegungspunkt, aber kein Kontroll, stand extra drauf. Hab da auch nicht angehalten. Hier war ja auch auf der Hinreise ein großer Punkt, wo abends im Warmen die Leute kaltes Wasser ausgegeben haben. Haben jetzt kurz vor 10, knapp bei 3 Stunden bei Kilometer 61. Und nun ist es dunkel. Den meisten Teil haben wir schon geschafft. Und so geht's Kilometer für Kilometer weiter, wieder rein ins nächste Dorf oder in den nächsten Ort. In Le Pont de Hac sind wir jetzt und bekommen wieder Applaus geschenkt. Und so allmählich wird die Gruppe größer und größer. Und irgendwann kommt es dann so, dass dann größere Gruppen an einem vorbeifahren, die dann einfach schneller sind. Und wo man dann auch merkt, dass die, mit denen man unterwegs ist zurzeit, dann auch aufschließen und das Tempo mitgehen wollen. Und so wächst dann die Gruppe, wird immer größer und größer. Und diese Gruppe wird jetzt auch zusammen ins Ziel einfahren. So nach knapp 4 Stunden werden wir brauchen. Und so geht es dann zusammen wie jetzt hier die Anstiege nach oben.
haben jetzt kurz nach 10, sind bei 3 Stunden 20 bei Kilometer 73. Und weiter geht's als Gruppe die Anstiege hoch. Und man hält immer schön das Tempo der Gruppe, egal wie man sich gerade fühlt. Und wir waren wirklich ziemlich zügig unterwegs. Sind jetzt auf dem Plateau. Wir müssen gleich nochmal über den letzten größeren Berg rüber und rauschen dann runter bis zum Ziel. Da hinten blinkt so ein großer Funkturm, an dem wir gleich vorbeifahren werden. Der steht nämlich da oben auf diesem Berg. Das ist einfach schön, in so einer großen Gruppe da durch die Nacht zu fahren. Man weiß, alle haben jetzt 850 Kilometer im Körper stecken. Die Belastung davon, die Müdigkeit davon. Wird auch nicht viel erzählt, also alle fahren ihren Trott. Und das ist einfach wunderbar, so nachts mit den anderen Leuten da diese langen Strecken über die Straßen zu fahren, mitten in der Nacht. Nun sind wir schon recht nah an diesem großen langen Funkmast. Da geht's gleich vorbei und dann geht's auch bald bergab. Sind also noch oben auf diesem Plateau. Einfach wunderbar. 10:30 mittlerweile. Und die Straße voll mit Randonneuren. Alle mit Ziel nach Paris.
Sind jetzt in La Bausiane, immer noch in der Bretagne. Nächste kleine Stadt. Haben jetzt 10:30, 3 Stunden 40 für 81 Kilometer. Mittlerweile bei 863 Kilometer in 51 Stunden. Das ist einfach herrlich, so nachts da durch die Ortschaften zu rauschen in so einem Riesentrupp. Auch wieder hier mit Einweisern, die aufpassen da an der Hauptstraße, dass da nichts passiert. Die dann gleich winken, ihr könnt weiter, da ist kein Auto. Und die Kinder, die da anfeuern, halb in der Nacht stehen die da am Rand und feuern die Leute an. Und wieder raus aus dem Ort und weiter mit der Bergabfahrt. Und wir alle haben jetzt über 860 Kilometer in den Knochen und genießen wahrscheinlich diese Fahrt in einer warmen Nacht.
Sind also die letzten Kilometer jetzt vor Tintenjak. Und es geht mit ordentlich Speed weiter die Straße entlang in die nächste Ortschaft. Und das ist jetzt auch schon Tintenjak. Und nun geht's auf den Kontrollpunkt in der großen Gruppe. Und das ist das, was man als Randonneur dort hört. Bravo, bravo und das Klatschen vieler Hände. Haben jetzt also 22:40 Uhr, 3 Stunden 50 habe ich für die 86 Kilometer gebraucht und sind jetzt bei 51 Stunden für 867 Kilometer. Nun sucht sich wieder jeder einen Platz für sein Fahrrad. Alle werden bestens. Ach, die gehen schlafen. Ich glaube, das waren die von eben. Die haben ja echt mega Druck gemacht, vielleicht weil sie ins Bett wollen. So, der. Kontrolle, ach da ist das. Ja, immer erst den Stempel holen, bevor man das nachher noch vergisst irgendwie. Ich will noch einen weiter auf 60 Kilometer noch. Da warten sie alle. Und ich gucke mal, ob ich Suppe kriege. Mister. Ja, ich hatte immer noch Kummer mit meinem Bauch gehabt. So richtig, ich wollte das immer noch nicht. Und hier wurde ja gegrillt. Auf dem Hinweg war hier große Grillparty. Und da waren ja diese Gatter voll mit Menschen, die da irgendwas kaufen wollten. Und hier war diese Fotowand. Und dahinter waren dann die Schlafsäle. Mal gucken, wie das aussieht. Aber es war irre warm. Also draußen war es ja schon warm und da drin war es richtig warm. Ganz stickig, keine gute Luft. Und da war auch nicht viel los. Also ich habe da mal einmal still reingeguckt. War kaum jemand drin. Und war wirklich sehr, sehr warm. Also wie man da schlafen soll, war mir echt ein Rätsel. Da war nichts los. Ich weiß nicht, wo die geschlafen haben, die Leute. Also wirklich warm hier drin. Ich tippe mal, weil sie einer meinte, das sind 40 Grad. Er hat echt Probleme gehabt einzuschlafen. Ja, wenn man fertig genug ist, dann klappt das aber auch. So, eine Suppe und dann geht's sofort. Ja, das war mein Plan, weiterzufahren. Eine Etappe mache ich noch, bevor ich dann wirklich schlafen möchte, noch mal ein paar Stunden.
Und Suppe, das war immer das, was ich gut essen konnte und das, was mein Körper irgendwie wollte. Das war sie. Kürbissuppe. Non mais il faut la mettre, je vais mettre sur le verre. Ah oui, voilà, ce que je voulais. Tu vas me le passer, de côté. Ja, das Kassieren dauert so lang hier. Eine Wohltat. Wenn man hungrig ist oder so ein komisches Gefühl hat, als wäre man hungrig, da war die Suppe wirklich super willkommen. Und die anderen haben sich ihre Tabletts vollgehauen meistens. Naja, für mich war es dann halt die Suppe hier. Und dann ging es auch wieder raus. Ich habe ein bisschen Powernapping gemacht. Also keine Sekunde geschlafen, aber jetzt ist es kalt. Ja, wenn man ausgeruht ist, dann ist draußen wieder kühl, wenn man dann nicht so aufgeheizt ist durchs Fahrradfahren. Und ich hatte dann in der Kantine da meinen Kopf ein bisschen auf den Tisch gelegt. Sah dann wohl so aus wie viele andere, die mal für einen kurzen Augenblick die Augen zumachen wollen. Ach nee, die fährt auch noch mit. Ja. Also Rad wieder fertig gemacht. Und immer schön aufpassen, dass man auch nichts verbummelt. Pack mir das immer in so ein paar Tüten rein. Das ist meine dicke Akkubank. Mit diversen Kabeln immer dran, dass ich so unterwegs, dass mal, wenn das Handy ein bisschen leerer wird, da dann auf dem Rad die Handys laden kann. Ja, meine Snickers, Mars, das ganze Zeug steckt da alles drin. Das habe ich ewig rumgeschleppt mit mir, diverse Höhenmeter hochgekurbelt. Das sind mir richtig teure Dinger geworden eigentlich. Aber ich werde sie nicht essen. Ich werde einen Großteil nachher den Leuten geben unterwegs. Haben wir so kurz vor Mitternacht. Haben jetzt 50 Stunden rum. Und es geht weiter. Start zur Etappe 11. Hier von Tintenjak. Hab hier doch längere Zeit gebraucht, 1 Stunde 5 für Anstehen, bisschen gucken und ein bisschen Powernappen. Hab da dann die Suppe gegessen und auf dem Treck habe ich doch irgendwie geschafft, mal eine von meinen Schokoriegeln zu essen. Wir haben jetzt kurz vor Mitternacht. Warte mal, jetzt ist die Lampe um. Ja. Also jetzt haben wir kurz vor Mitternacht. Und die Strecke ist knapp über 60 Kilometer. Aber bei den ganzen Bergen hier und so kaputt wird das wieder ein paar Stunden dauern wahrscheinlich. Und nicht 2,5, wie ich es zu Hause machen wird wahrscheinlich. Ja, selbst ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Für mich ist es ja auch nochmal wieder ein Neuerleben der Fahrt, wo ich diese Videos zusammenbaue. Und wie es dann weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Teil. Eine kurze Fahrt durch die Nacht. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.